versunkene Relikte, geisterhafte Schiffswracks und verlorene Städte. Diese Wunder findet man nicht nur in Abenteuergeschichten. Unter der Meeresoberfläche befinden sich Ruinen, in denen einst Menschen lebten, und Schiffswracks voller Gegenstände aus einer anderen Zeit. Das ist die Domäne der Unterwasserarchäologie, in der Forscher menschliche Artefakte entdecken und untersuchen, die einst im Meer verschwunden sind. Sie sind nicht auf Schatzsuche. Die Unterwasserarchäologie liefert wichtige Informationen über frühere Klimazonen und Küstenlinien. Sie erzählt uns, wie Menschen die Meere befuhren und wie das Leben vor Jahrtausenden aussah. Was genau können wir finden? In geringer Tiefe haben wir neben modernen auch allerlei alte Gegenstände entdeckt. In dieser Zone finden sich Hinweise, wie unsere Vorfahren fischten, ihre Schiffe reparierten, ihren Müll entsorgten und auch auf ihre verurteilten Piraten, die unterhalb der Gezeitenlinie begraben wurden. Aber es geht noch weiter zurück. In Norfolk, Großbritannien, wurden an der Küste 800.000 Jahre alte Fußabdrücke gefunden. In diesen flachen Tiefen ragen auch die Überreste versunkener Städte aus dem Meeresboden, die sich durch Erdbeben, Tsunamis und absinkende Erdplatten dort ablagerten. Fast jede versunkene Stadt kann man in diesen flachen Tiefen finden, da sich der Meeresspiegel in den Jahrtausenden, seit es städtebebauende Zivilisationen gibt, kaum verändert hat. In den seichten Gewässern vor der italienischen Küste liegt Baia, eine über 2000 Jahre alte römische Stadt. Dort kann man zwischen der Ruinen von Bauten schwimmen, die von den großen Familien, Senatoren und Kaisern Roms errichtet wurden. Und dann sind da noch Schiffswracks. Schiffe, die zu alt für den Einsatz sind, werden meistens in Küstennähe an abgelegenen Orten wie Mündungen, Flüssen und flachen Buchten aufgegeben. Archäologen nutzen diese Wracks wie einen Zeitstrahl, um Aufschwung und Niedergang von Häfen zu kartieren und Hinweise auf die historische Kunst des Schiffsbaus zu erhalten. Im dänischen Roskilde beispielsweise verdeutlichen 5 absichtlich versenkte Schiffe, wie die Wikinger vor 1000 Jahren ihre gefürchteten Langschiffe bauten. Wenn wir ein wenig tiefer hinabsteigen, erreichen wir die Zone der tiefsten menschlichen Strukturen, wie alte Hafenmauern und Anlegestellen. Wir finden auch weitere Schiffswracks, die durch Stürme, Kriege und Kollisionen gesunken sind. Viele dieser Wracks werden auch heute noch ausgegraben, wie etwa Blackbeards Schiff, das uns Geheimnisse über das Piratenleben im 18. Jahrhundert verrät. Ab 15 Metern Tiefe gibt es noch besser erhaltene Schiffswracks, wie das Wrack vor der Antikythera, das im 1. Jahrhundert vor Christus sank. Bei seiner Entdeckung enthielt es Statuen, Handelsgüter und auch den ersten uns bekannten Computer. Ein geheimnisvolles Gerät namens Mechanismus von Antikythera, das astronomische Veränderungen und Eklipsen verzeichnete. Heute liefert es den Archäologen wichtige Informationen über das Wissen der alten Griechen. In dieser Zone entdecken wir auch Flugzeuge und U-Boote, etwa aus den Weltkriegen. In 60 Metern Tiefe finden wir einige der ersten und seltensten Spuren der Menschheitsgeschichte. Vor 5000 Jahren gab es viel mehr trockenes Land, da die Gletscher einen Großteil des Wassers speicherten, das heute das Meer bildet. Unsere Vorfahren breiteten sich auf diesem Land aus und so finden wir auf dem Meeresboden ihre Lager, Steinwerkzeuge und die Knochen der von ihnen gejagten Tiere. Diese Funde liefern uns unschätzbares Wissen über die Wanderungsmuster unserer Ahnen, ihre Jagdmethoden und Technologien. In die tiefste Zone ist noch kein Mensch vorgedrungen. Dieser Bereich lag schon lang vor der Entwicklung der Menschheit unter Wasser. Die einzigen Artefakte, die wir finden, wurden von oben herabgetrieben, wie die Saturn V Raketentriebwerke der NASA in 4200 Kilometern Tiefe und die tiefsten Schiffswracks. Der Ozean ist wie ein riesiges Unterwassermuseum, das unser Wissen über die Menschheit ständig erweitert. Da nur ein Bruchteil davon erforscht ist, werden wir auch in Zukunft noch viele Entdeckungen machen. Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.